Der erste, zumindest halbwegs wichtige Wettkampf der Strongman-Saison 2024 steht schon kurz vor der Tür. Und dabei handelt es sich nicht etwa um den Britain's Strongest Man, denn dieser findet erst ein paar Tage später statt. Stattdessen rede ich von den Beasts of Burden. Das ist ein Wettkampf, der wird ausgetragen in Cocos Gym im schönen Australien. So viel kann ich euch direkt schon mal sagen, es wird einen Livestream geben, der wird übertragen auf dem YouTube-Kanal von Australia's Strongest. Den werde ich euch natürlich unten in der Beschreibung verlinken und wenn ich das vergessen sollte, dann haut mir bitte unten auch in den Kommentaren auf die Finger. Zum Livestream muss man aber auch ehrlicherweise sagen, dass der um 12:30 morgens am 21.01. hier anfängt. Das ist ein Montag, soweit ich weiß, dementsprechend werde ich den Livestream aussetzen müssen, aber vielleicht ist ja einer von euch wahnsinnig genug, um sich das am frühen Morgen anzutun. Ja, also Beasts of Burden, das lässt sich ins Deutsche in etwa übersetzen als Arbeitstiere, also sowas wie ein Ochse. Und das finde ich schon durchaus sehr passend für einen Strongman-Wettkampf. Und wir haben auch ein durchaus interessantes Line-Up hier am Start. Das besteht aus, sagen wir mal, 3, 4 größeren Namen. Und dann der Rest der 14 Athleten besteht aus jungen, aufstrebenden Strongmen, die noch versuchen, einen Namen für sich zu machen und dann die Spitze des Sports irgendwann zu erklimmen. An dieser Stelle werde ich nicht jeden einzelnen Athleten auflisten, schon allein deshalb nicht, weil ich keine Ahnung habe, wie man manche Namen ausspricht. Ich werde mich stattdessen hier auf die etwas größeren Namen konzentrieren. Da haben wir zum einen Matthew Ragg, der war letztes Jahr 2023 WSM-Finalist und hat es seitdem bei einem Giants Live-Wettkampf auf den 2. Platz geschafft und damit sogar den amtierenden World's Strongest Man Mitchell Hooper geschlagen. Weiter geht's mit Rongo Keane, das ist ein sehr, sehr guter und unterschätzter Strongman, der vor ein paar Jahren den Magnus wer Magnussen Classic gewonnen hat. Das ist ein sehr, sehr roher Wettkampf mit vielen Disziplinen, also da muss man ein guter Allrounder sein, um da zu bestehen. Weiterhin erwähnenswert ist Eddie Williams, der hat sich mittlerweile ziemlich fest bei den Giants Live-Wettkämpfen etabliert und hält aktuell den Weltrekord bei den Nickel Stones. Auch in dieser Kategorie fällt in etwa Jean-Steven Correbuff und das tut mir jetzt leid, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen hatte. Ich hatte Latein statt Französisch in der Schule. Auf jeden Fall, er ist besser bekannt als Coco, der Ausrichter des Wettkampfs. Auch der ist ein solider Athlet, guter Überkopfdrücker, war auch schon beim Europe's Strongest Man und beim World's Strongest Man dabei. Den stärksten Mann Irlands darf man auch nicht unterschätzen, das ist Sean Gillen. Der hat letztes Jahr erst einen neuen irischen Rekord aufgestellt im Loglift mit 200,5 Kilogramm. Und außerdem auch einer der, ich schätze mal, man könnte ihn größeren Namen nennen, ist Fadi El Masri. Der war auch letztes Jahr Teilnehmer beim World's Strongest Man, aber zudem muss man sagen, dass er zumindest, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, dass er von allen 30 Athleten, die mit einigem Abstand schlechteste Leistung hatte. Insofern gehe ich mal davon aus, dass er noch ein paar Jahre braucht, um gegen Leute wie Matthew Ragg oder Rongo bestehen zu können. Und die 14 Athleten, die werden sich insgesamt 5 Disziplinen stellen müssen und ich kann euch sagen, die haben es wirklich in sich. Also hier reden wir über Giants Live Level und teilweise sogar deutlich höher als das Giants Live Level. Da gehen wir schon so ein bisschen in die Richtung Arnold Strongman Classic. Zum Beispiel bei der ersten Disziplin, das ist der Loglift auf Wiederholungen und da stehen 2 Gewichte zur Auswahl, 170 und 190 Kilogramm und natürlich schlagen Wiederholungen mit dem schwereren Gewicht, Wiederholungen mit dem leichteren Gewicht. Ich werde in diesem Video keine Top 3 Predictions abgeben, wie ich das normalerweise tue, weil das wird einfach ein bisschen zu schwierig hier, dafür kenne ich zu wenig von den Athleten. Aber so grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass da Leute wie Matt Ragg oder Sean Gillen oder Rongo, die werden bei einem Loglift ziemlich weit oben mitspielen. Und weiter geht's mit dem Deadlift, der heißt offiziell Motorhome Deadlift. Ich kann mir da relativ wenig drunter vorstellen, vielleicht ist es nur ein Sponsorname, vielleicht ist es aber auch eine bestimmte Deadlift-Variation. Jedenfalls Deadlift auf Wiederholung mit ungefähr 365 Kilo heißt es, also ungefähr auf dem Level von Giants Live reden wir hier. Weiter geht's mit dem Farmers Walk. 2x10 Meter mit 170 Kilo pro Hand, auch das hat es durchaus in sich. Da wird sich bestimmt jemand wie Eddie Williams sehr drüber freuen mit seiner starken Griffkraft. Die 4. Disziplin ist ein Sandbag Loading Race mit 4 Gegenständen, 2 normale Sandsäcke, 2 Husafell-Sandsäcke und das Ganze dann über 10 Meter mit Gewichten, die von 120 bis 160 Kilo rangieren. Und wie die meisten internationalen Strongman-Wettkämpfe auch, enden die Beasts of Burden mit einem Atlas Stone Run
Der fängt an mit schon sehr respektablen 160 Kilogramm und steigert sich dann mit jedem Stein, also 170, 180, 190 und der letzte Stein, der hat ein Gewicht von 200 Kilogramm. Also sogar etwas schwerer als der schwerere der beiden Giants Livestone Runs. Also der Wettkampf, der hat es wie gesagt wirklich in sich. Ich denke, viele der Athleten, die werden diesem Niveau nicht ganz gewachsen sein. Ich denke, hier wird relativ viel dran liegen, dass diese größeren Namen, dass die ordentliche Performances abliefern, wobei das auch alles noch nicht so gesichert ist. Ich habe mich da ein bisschen in Verbindung gesetzt mit ein paar internationalen Fans und die meinen zum Beispiel, dass Rongo eigentlich gar nicht wirklich vorbereitet ist für den Wettkampf, obwohl er trotzdem noch mitmachen will. Das werden wir dann sehen. Ich fände es schade, wenn Rongo wirklich außer Form wäre, denn Rongo ist für mich einer der wenigen Athleten, die Matthew Wragg prinzipiell noch gefährlich werden könnten. Und damit ist natürlich auch schon der Name gefallen, quasi der Elefant, der hier im Raum steht. Matthew Wragg ist sowieso in dieser Liste von den Athleten auf dem Papier der Beste und gerade mit diesen Disziplinen muss man eigentlich sagen, da geht es gar nicht darum, ob er gewinnt, sondern nur noch mit wie viel Abstand. Also Deadlift kann er gewinnen, Stones kann er gewinnen, beim Log wird er bestimmt auch oben mitspielen, also alles super Disziplin für ihn. Deswegen in meinen Prognosen für die Top 5, da setze ich ihn ganz klar auf den ersten Platz. Und sollte Rongo wirklich in Form sein und hier alles geben, dann denke ich, dann macht er den zweiten Platz. Top 3 würde ich sagen Eddie Williams, Platz 4 Sean Gillen, Platz 5 Coco und man muss dazu natürlich auch sagen, wenn so viele unbekannte Namen dabei sind, dann besteht immer auch die Gefahr, dass da jemand, mit dem man überhaupt nicht rechnet, dass der wirklich dann die Spitze angreift und da unerwartete Leistung bringt. Also ich denke, ich werde hier relativ weit daneben liegen, aber ihr wisst ja, ich mache diese Prognosen immer gern zum Spaß. Und dann werden wir am Ende des Jahres sehen, wie falsch ich gelegen habe. Wie gesagt, spannender Wettkampf, viele neue Gesichter, Livestream in der Beschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und Trainieren.